Glaubst du, Netflix macht dein Deutsch automatisch besser? Eher nicht, sorry. Heute zeigen wir dir, welche Serien dich wirklich voranbringen, wie du sie genau schaust, und zwar für echte Alltagssituationen. Alles auf B1-Niveau. Ja, und zwar so, dass du abends auf dem Sofa lernst, aber nicht überfordert bist. Du bekommst konkrete Sätze, eine klare Strategie und Beispiele für Pausen, Nachfragen und Wiederholungen, damit du morgen schon sicherer sprichst. Okay, jetzt kurz Hallo von uns. Ich bin Tim, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Und ich bin Julia. Also, lass uns direkt reinstarten, ohne langes Drumherum, ja? Erstmal ein großer Irrtum. Nur schauen bringt fast nichts. Wenn du passiv bingen willst, super für die Story, aber fürs Deutsch brauchst du kleine aktive Schritte, Pausen, wiederholen und gezieltes Vokabellernen. Genau. Und dafür brauchst du die richtige Serie. Für den Start empfehle ich etwas mit klarem Hochdeutsch und guter Tonqualität. Die Kaiserin ist da ziemlich gut, auch Biohackers, und je nach Region natürlich verfügbar. Und wenn du mehr Tempo und Jugendsprache willst, dann How to Sell Drugs Online fast. Das ist flott, aber voller nützlicher Alltagswörter. Cleo hat auch super Dialoge und Humor, allerdings mit Berlin-Wiebe und ein bisschen Slang. Und etwas Historisches? Barbaren ist spannend, aber da hörst du auch alte Formen und Akzente, das ist eher Bonus. Für klares Deutsch bleib erstmal bei Die Kaiserin, Biohackers oder auch Dark, wenn du bereit für eine komplexe Story bist. Bevor wir weiter aufzählen, machen wir kurz ein Mini-Rollenspiel, okay? Stell dir vor, wir schauen zusammen Cleo auf dem Sofa, Deutsch Audio, deutsche Untertitel. Gut, ich fang an, stopp mal, Tim, was heißt krass hier genau, so würde ich wirklich fragen, einfach direkt. Und ich würde sagen, krass heißt so viel wie sehr stark oder wow. Merk dir, positiv oder negativ, je nach Ton. Dann würde ich die Szene nochmal abspielen und das Wort laut mitsprechen. Genau so. Und dann noch, alles klar, weiter. Wenn ich es nachher noch zweimal höre, schreib ich's mir auf, das ist realistisch, oder? Total. Und Tipp, stell die Geschwindigkeit am Anfang ein bisschen langsamer, so auf 0,9. Dann hörst du die Endungen besser, zum Beispiel er geht und nicht ergehen. Ja, diese Verbindungen sind so wichtig. Viele Natives werden ungeduldig, wenn man die ganz einfachen Formen falsch benutzt. Serien helfen da, weil du die Formen 100-mal hörst, aber nur, wenn du aktiv hinhörst. Noch ein Erfahrungsding. Manche Serien klingen super cool, aber der Dialekt knallt rein. Dogs of Berlin hat zum Beispiel Berliner Färbung und viel Umgangssprache. Das ist spannend, aber nicht für die ersten Wochen. Stichwort Dialekt, das ist ja auch eine Diskussion. Manche sagen, nur Dialekt ist echt, alles andere ist künstlich. Ich sag, Dialekt ist schön, aber für klare Kommunikation brauchst du zuerst Hochdeutsch. Sehe ich auch so. Du kannst Dialekt später entdecken, wenn du eine sichere Basis hast. Und viele Netflix-Serien sprechen sowieso ziemlich deutliches Hochdeutsch, gerade historische oder Uni-Settings wie Biohackers. Kurzer, sehr ehrlicher Tipp aus der Community: Kinder- oder Jugendserien helfen mega. Viele schwören auf Avatar, der Herr der Elemente, auf Deutsch. Da verstehen sie oft so 85%, und das motiviert total. Ja, das ist echt kein Witz. Wenn du bei Dark nur 30% verstehst, macht das auf Dauer müde. Lieber einfacher starten und dann langsam hochgehen. Erfolg motiviert, Frust nicht. Bevor wir weitermachen, noch eine kleine reale Story, die ich liebe,
weil sie so lehrreich ist. Jemand hat aus einer Kinderserie gelernt, ich habe ein Schmetterling, und hat das dann fröhlich erzählt, alle haben gelacht. Oh Mann, ja. Erstens. Es heißt, ich habe einen Schmetterling, Akkusativ. Und zweitens. Das sagt man im Alltag so nicht, außer du hältst wirklich ein Tier in der Hand. Also, Kontext ist wichtig, nicht nur einzelne Sätze. Genau da helfen Serien. Du hörst die Wörter in echten Situationen. Aber du musst eben prüfen, passt der Satz, passt die Grammatik, passt die Stimmung? Sonst übernimmst du Quatsch. Lass uns schnell eine konkrete kleine Lernroutine aufbauen, ja? Erstens. Deutsch Audio, deutsche Untertitel. Zweitens. Bei neuen Wörtern kurz stoppen, nachfragen, so wie im Rollenspiel, und dann zweimal wiederholen. Drittens. Am Ende der Folge 3 Wörter laut sagen und in einen kleinen Satz packen. Zum Beispiel krass, egal, später. Das ist krass, aber egal, wir machen's später, fertig. Klein, aber sitzt. Wollen wir noch ein Mikrorollenspiel mit How to Sell Drugs Online, fast, machen? Da kommt oft Umgangssprache, aber viel davon ist alltagstauglich. Okay, los. Stopp mal, was heißt egal hier, das ist so ein Alltagswort, aber die Nuance ist wichtig. Egal heißt, es ist nicht wichtig, es macht keinen Unterschied. Und dann würde ich sagen, sag mal mit, ist mir egal. Und wir sprechen's beide laut nach. Und dann weiter, alles klar, danke. Lass noch mal 10 Sekunden zurück, so lernst du natürlich, ohne dass es zu schulisch klingt. Cool, machen wir einmal Halbzeit. Mini-Quiz. Julia, weißt du noch, was bedeutet Hochdeutsch? Und warum empfehlen wir das am Anfang? Klar. Hochdeutsch heißt Standardsprache, die fast alle verstehen. Am Anfang nehmen wir das, weil Aussprache und Grammatik klarer sind, Dialekt kommt später als Bonus. Yes, genau so. Und zweite Frage für dich da draußen. Wie fragst du während der Folge auf Deutsch, wenn du ein Wort nicht kennst? Kurz überlegen. Antwort, stopp mal, was heißt? Oder Moment, kannst du das kurz erklären? Wenn du mit einer Freundin schaust, funktioniert das super, aber auch allein dann sagst du es einfach laut. Gehen wir weiter mit konkreten Serienempfehlungen, gestaffelt nach Schwierigkeitsgrad, ja? Einfach bis Mittel. Avatar, der Herr der Elemente, deutsche Tonspur, Bibi und Tina, die Serie und viele deutsche Dokus, zum Beispiel zu Natur oder Essen. Mittel, die Kaiserin, Biohackers, Cleo. Da hast du klares Hochdeutsch plus ein bisschen Slang. Schwer, Dark, Dogs of Berlin, Barbaren. Schwer heißt nicht schlecht, nur eben mehr Arbeit. Ganz wichtig, verknüpfe das Thema mit deinem Leben. Wenn du Medizin spannend findest, ist Biohackers perfekt, weil du Vokabeln hörst, die du später in Artikeln oder Gesprächen brauchst. Und wenn du Alltagssprache willst, dann eher Cleo oder How to Sell Drugs Online, fast. Da lernst du auch kleine Phrasen wie na ja, egal, im Ernst. Das ist genau das, was in echten Gesprächen ständig kommt. Noch ein Fehler, den viele machen, englischsprachige Untertitel lassen an. Dann liest du und hörst nicht mehr. Besser, deutsche Untertitel an, und wenn's zu hart ist, kurz pausieren und googlen oder auf langsamer stellen. Ich mach's manchmal so, erste Hälfte mit deutschen Untertiteln, zweite Hälfte ohne. So zwinge ich mich zuzuhören. Und wenn's gar nicht geht, nur 1 Minute zurück und wieder mit Untertitel. Und eine kleine Ausspracheübung, Shadowing. Höre einen Satz, stopp, sprich ihn nach, gleiche Betonung. Zum Beispiel aus Die Kaiserin, ich verstehe deine Sorge. 3-mal nachsprechen, fertig. Achte dabei auf die Endungen, wirklich.
Ich verstehe, du verstehst, er versteht. Diese kleinen Unterschiede sind wichtig, sonst gibt's Missverständnisse. Serien sind dafür ein super Ohrtraining. Kurzer Realitätscheck aus der Community. Viele sagen, sie haben am Anfang einfach drauf losgeschaut und waren frustriert. Zu schnell, zu viel, keine Struktur. Deswegen unsere Routine. Stoppfrage, wiederholen, 3 Sätze am Ende. Und wähle die Serie so, dass du ungefähr 70–80% verstehst. Das ist Sweet Spot. Bei Avatar sind viele ebenso bei 85%, deswegen fühlt es sich machbar an. Wollen wir noch ein kurzes Rollenbeispiel mit Die Kaiserin? Da gibt's höfliche, klare Sätze, die man sofort übernehmen kann. Gern. Stopp mal, was bedeutet Eure Majestät? Das ist eine höfliche Anrede, sehr formell, okay. In meinem Alltag sag ich eher Guten Tag, klar, so lernst du die richtige Ebene. Sehr gut. Und bei Krimiserien wie Dogs of Berlin hörst du Wörter wie Ermittlungen, Zeuge, Beweis. Wenn du die brauchst, super, wenn nicht, vielleicht später schauen. Noch eine Sache zur Dialektdebatte, aber ganz praktisch. Es ist nicht unmöglich, Dialekt zu verstehen, aber am Anfang kostet es viel Energie. Lern zuerst sicher Hochdeutsch, dann taste dich an Akzente ran Schritt für Schritt. Genau. Und bleib freundlich zu dir selbst. Wenn du nach 10 Minuten müde bist, mach Pause. Lieber kurz und aktiv als lang und passiv. Qualität schlägt Quantität. Oh, und ganz wichtig, schreib dir Minichungs auf, also kleine feste Phrasen. Aus Kleok zum Beispiel, passt schon, kriegen wir hin, lass mal sehen. Die kann man sofort im Alltag sagen. Wenn dir Slang unsicher ist, nimm die neutrale Variante. Statt verarschen, lieber veräppeln. Also, willst du mich veräppeln? Das ist freundlich, aber klar. Kurzer Tipp zum Erinnern, mach eine winzige Liste nach jeder Folge, maximal 3 Punkte. Ein neues Wort, ein Satz, eine Aussprachenotiz. Mehr nicht. So bleibt's leicht. Und wenn du in einer Szene hängst, stell dir selbst eine Lernfrage: Worum geht's hier in einem Satz? Wenn du das sagen kannst, hast du verstanden. Wenn nicht, nochmal 20 Sekunden zurück. Bevor wir zum Ende kommen, hier unsere kleine Favoritenliste zum Start. Leicht bis mittel, super klar Die Kaiserin und Biohackers. Für Slang und Tempo Cleo und How to Sell Drugs Online, fast. Für Fortgeschrittene Dark. Ja, und je nach Region kommen natürlich andere Titel dazu. Wichtig ist weniger der Name, sondern wie du schaust. Aktiv, mit Pausen und kleinen Wiederholungen. Das macht den Unterschied. Jetzt würden wir gern von dir hören. Welche Netflix-Serie hat dir beim Deutschlernen wirklich geholfen, und bei welcher Szene musstest du 3-mal zurückspulen? Erzähle es uns gern und sag dazu, warum gerade diese Szene. Und wenn du das heute Gelernte wirklich festhalten willst, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und kleinen Übungen gibt's kostenlos bei Vocably. Link in der Beschreibung. Das ist wie ein Spickzettel zum Mitnehmen. Genau, schnapp dir das Material, dann bleibt's im Kopf und du kannst beim nächsten Serienabend sofort loslegen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.